Willkommen zu Frequent Trader TV. Mein Name ist Lars Korst und heute haben wir wieder eine frisch gepresste Sendung. Der lustige Fritze Merz hat ja heute die ILA eröffnet. Dazu haben wir ein Thema. Demonstranten haben auch die Zufahrt gesperrt und behindert, aber das wurde ja auch schnell gelöst. Aber das Wichtigste in Kürze, und zwar Deutschland beschließt Luftfahrtstrategie. Zweites Thema ist, Austrian Airlines streicht ein Kultdetail. Ihr könnt überlegen, ob es ein Kultdetail ist oder nicht. Riyadh Air startet trotz Iran-Krieg. Eine neue Fluggesellschaft in eine Region, wo keiner hin will im Moment. Und Hilton verändert das Upgrade-System massiv bzw. verbessert, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren und natürlich aufs Scoot zu kommen und dort zu diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, ist Fritze Merz, der gesagt hat, dass wir einen Deutschlandpakt haben. Die Bundesregierung hat eine Luftfahrtstrategie verabschiedet, um den Standort Deutschland langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Gleichzeitig fordert die Industrie konkrete Entlastung, da die hohen Kosten die Airlines belasten. Ein paar Zahlen. Regierung will die deutsche Landschaft und Deutschland als führende Luftfahrtnation sichern. Das ist eine 15-Jahres-Perspektive. Luftfahrt ist der Schlüssel für Wirtschaft, Handel, aber auch Militär. 20% und mehr des Nicht-EU-Handels läuft über Luftfracht, logisch. Standardkosten seit Corona haben sich fast teilweise verdoppelt in gewissen Gebieten. Diskussionen über die Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren, Bürokratieabbau und Beispiele für Probleme gibt es ja einige. Lufthansa reduziert Zubringer, Ryanair zieht sich vom BER zurück, Emirates möchte zum BER, darf aber nicht hin und Deutschland verliert massiv an der Wettbewerbsfähigkeit. Und für uns sind das weniger Direktverbindungen, höhere Ticketpreise und natürlich auch andere Nebensächlichkeiten. Aber der BDI sagt, die Standortkosten haben sich verdoppelt, also die sind da mit dem Rechner rangegangen. Und die Bundesregierung sagt, Luftverkehr ist ein wesentlicher Faktor für wirtschaftliche Stärke. Ja, das ist doch nichts Neues, Freunde. Also, ist Deutschland ein Hochkostenland für Airlines und verliert Europa damit weiter an den Middle Eastern Airlines. Fazit kann man nur sagen, Kernproblem erkannt, Lösung aber eher noch in weiter Ferne. Und wir haben natürlich auch keine großen Maßnahmen, es droht weiter Kapazitätsabbau. Frage des Tages ist auch relativ simpel dazu, ist Deutschland noch ein attraktiver Luftfahrtstandort oder ist Deutschland als Luftfahrtstandort noch zu retten? Streicht das Wort Luftfahrt bitte nicht. Ja, weiter geht es mit Austrian Airlines beim zweiten Thema. Die haben ein Detail gestrichen, beziehungsweise streichen es, weil es werden ja noch einige ausgeliefert. Und zwar Austrian Airlines entfernt die bekannte Holzklammer aus der Business Class. Ein kleines Detail mit großer Symbolwirkung für Vielflieger. Ich musste ehrlicherweise überlegen, ja, ich habe die Klammer gesehen, ich habe die Klammer auch wahrgenommen, aber ich habe sie ehrlicherweise nie mitgenommen. Also ihr könnt ja was dazu sagen. Denn die Austrian Airlines entfernt diese servierten Holzklammer, da die Nutzung der Passagiere auch von mir sehr gering ist. Gründe sind natürlich der Reinigungsaufwand, aber auch die Nachhaltigkeit und keine Alternative geplant. Also wer noch Glück hat, das, was gemacht wurde mit der Holzklammer, die werden noch ausgeliefert, aber die neuen kommen nicht mehr mit Holzklammer. Und die Frage, ist es wirklich so ein Kultstatus wie Austrian da uns versucht, das zu verkaufen? Aber sie verkaufen uns ja auch, dass es wegen der Nachhaltigkeit ist und nicht wegen der Kosten, warum es eingestellt wird. Ich bin da ehrlicherweise emotionslos und ich weiß nicht, ob für euch da eine emotionale Bindung war. Für den einen oder anderen ist das Fazit vielleicht so, kleine Änderung mit großer Signalwirkung und Airline-Produkte immer weiter in der Standardisierung oder in der Kostenfalle, je nachdem, wie man das sagt. Die Frage des Tages hier ist so natürlich ganz klar, wie wichtig sind euch solche kleinen Details wie die Klammer. Ist das etwas, die ihr benutzt habt? Also ich musste lange nachdenken und bin zum Ergebnis gekommen, es stört mich nicht. Aber für einen Austrian-Fan vielleicht etwas, was ihn stört. Da könnt ihr was gerne zu sagen. Ja, Riyadh Air startet trotz des Iran-Krieges und Saudi-Arabien hat eine neue Airline gegründet mit geopolitischen Spannungen und Flugausfällen in der Region. Andere Fluggesellschaften streichen Flüge. Riyadh Air fängt einfach mal an. Riyadh startet den Betrieb. Die erste Strecke ist Riyadh, London und zurück. Geplante Ziele sind Manchester, Madrid, Kairo, Dubai. Langfristig über 100 Ziele.
Teil von Vision 2030, oder muss man eigentlich sagen Vision 2030. Und die Konkurrenz soll natürlich ganz klar aus Emirates und aus Katar bestehen. Und der Start könnte natürlich nicht schlechter sein mit dem Iran-Krieg und damit natürlich Flugausfälle, steigende Preise. Ja, Tony Douglas, das ist der Veranstaltungsleiter, der CEO, wir kennen ihn von Etihad unter anderem, der übrigens die Einkaufsorgie mit Air Berlin und Air Serbia und wer waren nochmal die Inder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr könnt es ja schreiben, wenn ihr wisst, wie die Inder noch hießen. Auf jeden Fall sagt, die Grundlagen für die Airline sind sehr stark. Ja, Fazit ist natürlich, dass es ein extrem ambitioniertes Projekt ist, das muss man ehrlicherweise sagen, da so viel Geld in die Hand zu nehmen, um da zu starten, um da Gas zu geben und präsent zu sein. Aber Geopolitik wird vielleicht nur ein kleiner Teil sein, denn die Geopolitik ist ja vielleicht an der Stelle bald wieder mit Frieden und heißt also für die, dass dann die langfristige Strategie zum Tragen kommt. Und hat Riyadh Air überhaupt das Potenzial, um Emirates oder auch Katar herauszufordern? Ein Programm, das meine Entscheidung, in welchem Hotel ich übernachte, herausfordert, ist Hilton. Hilton verändert das Upgrade-System und zwar deshalb, weil Hilton mich positiv überrascht manchmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie sind zumindest nicht mehr schlechter als andere. Hyatt baut ab. Heute gab es auch eine schlechte Nachricht von Hyatt. Chase Kreditkarten 1:1 zu Hyatt ist Geschichte. Naja, nun gut, auf jeden Fall ist es so, dass man ein Upgrade-System weiterentwickelt und neue Mechaniken wie bestätigte Suite-Upgrades und digitale Upgrade-Auswahl beim Check-in hinzufügt. Und Hilton führt 4 Upgrade-Wege ein, heißt also einmal das automatische Upgrade, Confirmable Upgrade Rewards, das sind neu, das kennen wir ja auch von Hyatt. Dann Digital Check-in Upgrades, also das heißt während des Check-ins beim Digitalen. Und dann natürlich manuelle Hotel-Upgrades. Die Confirmable Upgrades sind bis zu 7 Nächte in der Suite und sind auch übertragbar. Und Digital Check-in zeigt kostenlose und bezahlte Upgrades an. Also das heißt, man kann da sowohl das Glück haben, dass man da abgegradet wird, kostenlos oder halt gegen Cash. Manchmal ist das ja für den einen oder anderen interessant. Ziel ist die Automatisierung und natürlich die Monetarisierung von Premiumzimmern. Ich war bei Hyatt und da wollte ich auch eine Suite haben. Suiten waren nicht verfügbar, habe aber dann eine Villa genommen, habe dann auch mehr bezahlt. Also insofern hat man da dann aus einem Punkt, den ich hatte, den nur die normale Reimbursement von Hyatt gebracht hätte, hat man damit noch extra Revenue gemacht. Ja, klar ist das ein klarer Fokus auf Upselling, auf Automatisierung und weniger auf Kulanzentscheidungen, kann man natürlich so sehen. Aber es ist halt mehr Transparenz. Und man hat, wenn man online eincheckt, nicht mehr das Gefühl, dass man shortchanged wird. Ja, das ist halt natürlich ein ganz klarer Shift von Loyalty zur Monetarisierung. Also könnt ihr natürlich sagen, was ihr wollt, aber das Upgrade-System wird vielleicht komplexer, aber vielleicht auch etwas für euch freier zu wählen. Das heißt also, ihr könnt sagen, ja, jetzt habe ich Bock auf Upgrade, der Preis passt, dies, das und ihr gebt da Gas. Und die Frage ist, sind Hotel-Upgrades heute noch ein echter Statusvorteil? Könnt ihr beantworten. Ja, dann lasst uns nochmal komplett in die Thematik einsteigen, denn Luftfahrt in Europa verliert natürlich massiv an Wettbewerbsfähigkeit, muss man ehrlicherweise so sehen. Middle East baut aggressive Airline-Offensive aus, sehen wir ja mit Riyadh Air, aber auch mit anderen aggressiven Marktteilnehmern. Und das Softprodukt wird auch immer weiter optimiert und verbessert oder mit der Wäscheklammer von Austrian auch etwas eingedampft. Loyalty-Programme werden wesentlich mehr dort dann monetarisiert und auch als, ich sage jetzt mal, abgewertet als Tool eventuell. Und leider nimmt die Digitalisierung das Persönliche raus. Das ist natürlich auch schade, weil teilweise Interaktionen im Hotel natürlich einem zu Upgrades verhelfen. Aber ihr könnt ja sagen, wie ihr das seht, weil manchmal habe ich nämlich auch keinen Bock, zu den Check-ins zu machen, sondern würde der Handy einfach und sagen Danke. Also insofern, da könnt ihr gerne was zu sagen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und aufs Gut zu kommen. Und kommentieren könnt ihr natürlich die Frage des Tages, und zwar, wie wichtig sind kleine Details im Flugerlebnis und kann Riyadh Air, Emirates oder Katar überhaupt gefährlich werden? Also, bis zur nächsten Sendung. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann. Ciao.